Kennst du das? Jemand stellt dir eine einfache Frage und du weißt nicht, was du sagen sollst. Jemand fragt dich Dinge wie: Wer bist du? Was machst du? Wie geht es dir? Aber plötzlich fehlen dir die Worte. In dieser Lektion gebe ich dir die 100 einfachsten deutschen Antworten auf alltägliche Fragen, damit solche Situationen nie wieder passieren. Los geht's. Kapitel 1. Wer bist du? Heute üben wir eine Frage, die sehr wichtig im Alltag ist. Wer bist du? Du kannst einfach antworten mit Ich bin und dann deinen Namen. Das ist die einfachste Form. Du kannst auch sagen, ich heiße und dann deinen Namen. Beide Formen sind richtig und klingen natürlich. Wenn du mehr über dich sagen möchtest, kannst du einen zweiten kurzen Satz hinzufügen. Du kannst sagen, ich komme aus und dann dein Land oder deine Stadt. Du kannst sagen, ich wohne in und dann der Ort, wo du lebst. Du kannst auch sagen, ich bin 20 Jahre alt oder ich bin 35 Jahre alt. Wenn du über Arbeit sprechen willst, kannst du sagen, ich arbeite als und dann dein Beruf. Zum Beispiel, ich arbeite als Lehrer. Ich arbeite als Verkäufer. Ich arbeite als Krankenschwester. Wenn du studierst, kannst du sagen, ich studiere. Und dann dein Fach. Zum Beispiel, ich studiere Medizin oder ich studiere Informatik. Wenn du keinen Beruf hast, kannst du sagen, ich bin Schüler oder ich bin Student oder ich suche Arbeit. Du kannst auch etwas Persönliches hinzufügen. Zum Beispiel, ich lerne Deutsch oder ich bin neu hier oder ich bin zum ersten Mal hier. Du kannst auch über Hobbys sprechen. Zum Beispiel, ich spiele gern Fußball, ich koche gern, ich lese gern oder ich höre gern Musik. So klingt deine Vorstellung länger und natürlicher, aber immer noch einfach und klar. Viele Lernende denken, sie müssen kompliziert sprechen, aber das brauchst du nicht. Kurze Sätze sind gut. Sie geben dir Sicherheit. Du kannst immer einen kleinen Satz sagen und dann einen zweiten. So entsteht ein schöner Rhythmus. Jetzt kannst du laut sagen, ich bin und dann deinen Namen. Dann sag ich komme aus und dann dein Land. Dann sag ich wohne in und dann deine Stadt. Mit jeder Wiederholung wird es leichter. Bald kannst du dich überall vorstellen, in einem Kurs, in einem Meeting, bei neuen Menschen, und du fühlst dich sicher und ruhig. Kapitel 2. Wo wohnst du? Heute üben wir eine Frage, die du sehr oft hörst. Wo wohnst du? Diese Frage gehört zu den wichtigsten im Alltag. Die einfachste Antwort ist, ich wohne in. Und dann sagst du den Ort. Du kannst auch sagen, ich lebe in. Beide Sätze sind richtig und sehr einfach. Hier kommen die wichtigsten Beispiele für den Alltag. Ich wohne in Berlin. Ich lebe in München. Ich wohne in Hamburg. Ich lebe in Köln. Du kannst auch sagen, in welchem Land du wohnst. Ich wohne in Deutschland. Ich lebe in der Schweiz. Ich wohne in Österreich. Du kannst deine Umgebung hinzufügen. Ich wohne in der Stadt. Ich lebe auf dem Land. Ich wohne im Zentrum. Ich lebe am Stadtrand. Du kannst auch sagen, wie du wohnst. Ich wohne in einer Wohnung. Ich lebe in einem Haus. Ich wohne im Studentenheim. Ich lebe in einer Wohngemeinschaft. Du kannst auch sagen, mit wem du wohnst. Ich wohne allein.
Ich lebe mit meiner Familie. Ich wohne mit meinem Partner. Ich lebe mit Freunden. Wenn du neu bist, kannst du sagen, ich bin neu hier. Wenn du kurz da bist, kannst du sagen, ich wohne nur für kurze Zeit hier. Wenn du stolz bist, kannst du sagen, ich fühle mich hier wohl. Du kannst auch einen zweiten Satz hinzufügen. Ich wohne in Frankfurt und ich mag die Stadt. Ich lebe in Bremen und ich finde es ruhig. Ich wohne in Düsseldorf und ich arbeite hier. Ich lebe in Leipzig und ich studiere hier. Viele Lernende machen einen Fehler und sagen, ich wohne nach Berlin. Das ist falsch. Du musst immer sagen, ich wohne in Berlin. Denk daran, das kleine Wort in ist wichtig. Jetzt üben wir gemeinsam. Sag einmal, ich wohne in und dann deinen Ort. Dann sag den Satz noch einmal in normalem Tempo. Dann füge ein kleines Wort hinzu. Ich wohne in und dann deinen Ort und dann seit 2 Jahren. Oder ich wohne in und dann deinen Ort und ich mag es hier. Mit jeder Wiederholung wirst du sicherer. Bald kannst du überall sagen, wo du wohnst, ohne Angst, ohne Stress, mit einem guten Gefühl. Kapitel 3. Wie geht es dir? Heute üben wir eine Frage, die du jeden Tag hören kannst. Wie geht es dir? Die einfachste Antwort ist, mir geht es gut. Du kannst auch sagen, mir geht es sehr gut oder mir geht es okay. Wenn du müde bist, kannst du sagen, mir geht es nicht so gut. Wenn du krank bist, kannst du sagen, mir geht es schlecht. Hier kommen die wichtigsten Antworten für den Alltag. Mir geht es gut. Mir geht es sehr gut. Mir geht es super. Mir geht es okay. Mir geht es nicht so gut. Mir geht es schlecht. Mir geht es besser. Mir geht es heute nicht gut. Du kannst auch sagen, warum es dir so geht. Mir geht es gut, ich habe frei. Mir geht es sehr gut, die Sonne scheint. Mir geht es okay, ich habe viel zu tun. Mir geht es nicht so gut, ich bin müde. Mir geht es schlecht, ich habe Kopfschmerzen. Du kannst auch eine Gegenfrage stellen. Und dir? Wie geht es dir? Alles gut bei dir? Viele Menschen benutzen auch kurze Antworten. Gut, super. Geht so. Nicht so gut, schlecht. Wenn du höflich sein willst, kannst du sagen, danke, gut. Oder danke, mir geht es gut. Du kannst auch sagen, danke der Nachfrage. Wenn du positiv klingen möchtest, kannst du sagen, ich habe gute Laune oder ich fühle mich gut. Wenn du ehrlich bist, aber freundlich, kannst du sagen, es geht, aber ich mache weiter. Jetzt üben wir gemeinsam. Sag einmal, mir geht es gut. Dann sag den Satz in normalem Tempo. Dann füge ein kleines Wort hinzu. Mir geht es gut heute. Mir geht es sehr gut heute. Dann sag eine Variante. Mir geht es nicht so gut, ich bin müde. Mit jeder Wiederholung wirst du sicherer. Bald kannst du überall antworten, wenn jemand fragt, wie geht es dir? Ohne Stress, ohne Nachdenken. Mit einem ruhigen Gefühl. Kapitel 4. Was machst du? Heute üben wir eine Frage, die du sehr oft hörst. Was machst du? Diese Frage kann 2 Bedeutungen haben. Sie kann heißen, was machst du beruflich oder was machst du gerade?
Deshalb bekommst du hier die wichtigsten Antworten für beide Situationen. Die einfachste Antwort ist, ich arbeite. Und danach sagst du deinen Beruf. Zum Beispiel, ich arbeite im Büro oder ich arbeite im Restaurant. Du kannst auch sagen, ich bin und dann deinen Beruf. Hier kommen einfache Beispiele. Ich bin Lehrer. Ich bin Student. Ich bin Verkäufer. Ich bin Fahrer. Ich bin Arzt. Ich bin Kellner. Ich bin Ingenieur. Ich bin Koch. Ich arbeite zu Hause. Ich arbeite in einer Firma. Ich arbeite in einer Schule. Viele Lernende denken, sie müssen lange Sätze machen, aber das ist nicht nötig. Ein kurzer Satz reicht. Wenn du nicht arbeitest, kannst du sagen, ich suche Arbeit. Wenn du lernst, kannst du sagen, ich lerne Deutsch. Wenn du studierst, kannst du sagen, ich studiere. Und dann dein Fach. Du kannst auch sagen, ich mache eine Ausbildung. Jetzt kommen Antworten für die zweite Bedeutung. Wenn jemand meint, was machst du gerade, kannst du sagen, ich esse oder ich lese oder ich lerne. Hier kommen wichtige Beispiele aus dem Alltag. Ich koche. Ich schaue einen Film. Ich höre Musik. Ich mache Sport. Ich schlafe. Ich schreibe. Ich telefoniere. Ich gehe spazieren. Ich fahre Bus. Ich bin im Supermarkt. Du kannst auch kleine Ergänzungen machen. Ich lerne Deutsch zu Hause. Ich arbeite heute viel. Ich mache Sport im Park. Ich esse mit Freunden. Ich schaue eine Serie am Abend. Du kannst auch eine Gegenfrage stellen. Und du? Was machst du? Viele Menschen benutzen auch kurze Antworten. Arbeiten, lernen, essen, entspannen. Unterwegs. Wenn du freundlich klingen willst, kannst du sagen, ich habe viel zu tun. Oder ich bin gerade beschäftigt. Wenn du offen klingen willst, kannst du sagen, ich habe Zeit. Oder ich mache gerade nichts. Jetzt üben wir gemeinsam. Sag einen einfachen Satz. Ich arbeite. Dann sag den Satz noch einmal in normalem Tempo. Dann füge ein Wort hinzu. Ich arbeite heute. Dann sage eine Variante. Ich arbeite heute im Büro. Jetzt sag einen Satz aus dem Alltag. Ich koche. Dann sag ich koche jetzt. Dann sag ich koche jetzt zu Hause. Mit jeder Wiederholung wirst du sicherer. Bald kannst du überall antworten, wenn jemand fragt, was machst du? Ohne Stress. Ohne langes Nachdenken. Mit einem guten Gefühl. Kapitel 5. Wie fühlst du dich? Heute üben wir eine Frage, die sehr oft im Alltag kommt. Wie fühlst du dich? Mit dieser Frage sprichst du über Gefühle. Die einfachste Antwort ist, ich fühle mich und dann ein Gefühl. Zum Beispiel, ich fühle mich gut. Du kannst auch kurze Formen benutzen. Mir geht es gut. Alles ist richtig und leicht. Hier kommen die wichtigsten Gefühle, die du im Alltag brauchst. Ich fühle mich gut. Ich fühle mich schlecht. Ich fühle mich müde. Ich fühle mich wach. Ich fühle mich entspannt. Ich fühle mich gestresst. Ich fühle mich ruhig. Ich fühle mich nervös. Ich fühle mich stark. Ich fühle mich schwach. Ich fühle mich glücklich. Ich fühle mich traurig. Ich fühle mich krank. Ich fühle mich gesund. Du kannst die Sätze auch kürzer sagen. Mir geht es gut. Mir geht es schlecht. Mir ist warm. Mir ist kalt.
Ich bin müde. Ich bin entspannt. Ich bin nervös. Ich bin traurig. Ich bin glücklich. Viele Menschen benutzen auch kleine Ergänzungen. Heute fühle ich mich gut. Im Moment bin ich müde. Gerade bin ich nervös. Heute geht es mir besser. Seit gestern geht es mir schlecht. Wenn du mehr sagen möchtest, kannst du einfache Gründe hinzufügen. Ich bin müde, weil ich wenig geschlafen habe. Ich bin glücklich, weil die Sonne scheint. Ich bin nervös, weil ich einen Termin habe. Ich bin entspannt, weil ich frei habe. Du kannst auch eine Gegenfrage stellen. Und du? Wie fühlst du dich? Viele Lernende machen den Fehler, zu kompliziert zu sprechen. Das ist nicht nötig. Ein Gefühl reicht. Ein kurzer Satz reicht. Jetzt üben wir gemeinsam. Sag einen Satz. Ich fühle mich gut. Dann sag den Satz noch einmal. Normal. Dann füge ein Wort hinzu. Ich fühle mich heute gut. Dann sag eine Variante. Mir geht es heute gut. Jetzt sag ein anderes Gefühl. Ich bin müde. Dann sag, ich bin heute müde. Dann sag, ich bin heute sehr müde. Mit jeder Wiederholung wirst du sicherer. Bald kannst du überall antworten, wenn jemand fragt, wie fühlst du dich? Ohne Stress. Ohne Nachdenken. Mit einem guten Gefühl. Jetzt habe ich eine Frage an dich. Wie fühlst du dich heute? Fühlst du dich gut? Fühlst du dich müde? Fühlst du dich glücklich? Schreib es in die Kommentare. Ich freue mich, von dir zu lesen. Wenn dir diese Lektion geholfen hat, dann like das Video. Wenn du mehr lernen möchtest, dann folge dem Kanal. Wenn du jemanden kennst, der Deutsch lernt, dann teile diese Lektion. Je mehr du hörst, sprichst und übst, desto leichter wird Deutsch für dich. Bleib dran. Jeden Tag ein kleiner Schritt. Wir lernen zusammen weiter. Bis zur nächsten Lektion.